Heute zeige ich euch, wie letzte Woche schon angekündigt, ein Nasezeichnen-Tutorial für Anfänger, um meine Serie zum Zeichnenlernen für Anfänger fortzusetzen. Ich zeige euch, wie ihr 3 verschiedene Arten von Nasen von 3 verschiedenen Perspektiven aus einfach Schritt für Schritt zeichnen lernen könnt. Zuerst zeige ich euch, wie ihr das Grundgerüst zum Nasezeichnen aufbaut und danach, wie ihr die Nase schattieren könnt, damit sie so realistisch wie möglich aussieht. Dafür zeige ich euch 2 einfache Methoden. Für beide Methoden zum Nasezeichnen fangt ihr mit einem Kreis an. Für die erste Methode teilt ihr den Kreis mit einer Linie in der Mitte. Je nachdem, wie lange ihr diese Linie macht, werden die Nasenflügel breiter oder schmaler. Von den Enden der Linie zeichnet ihr jeweils eine Linie an den unteren Punkt von dem Kreis. Dann könnt ihr den Nasenrücken mit 2 Linien nach oben einzeichnen. Normalerweise ist keine Nase perfekt gerade, also könnt ihr dabei Linien zeichnen, die sich ungefähr in der Mitte ein bisschen nach außen wölben, bevor sie am oberen Ende, wo dann die Augen und Augenbrauen kommen würden, wieder nach außen gehen. Der Platz zwischen den beiden Linien ist ungefähr so groß wie der Kreis. Dann zeichnet ihr von der Linie, die den Kreis teilt, an beiden Enden jeweils eine kleine Linie nach oben. Diese Linie bestimmt, wie groß die Nasenflügel sein werden. Für eine durchschnittliche Nase von vorne würde ich euch empfehlen, die Linien nicht höher als euren ursprünglichen Kreis einzuzeichnen, sonst könnte es so wirken, als ob ihr von oben auf die Nase drauf schaut. Von den Enden dieser Linie zeichnet ihr wieder jeweils eine Linie ein, die die Nasenflügel mit dem Nasenrücken verbindet. Um die Nasenflügel noch mehr anzudeuten, könnt ihr das noch recht eckige Grundgerüst ein bisschen abrunden. Zeichnet diese verstärkte Linie für die Nasenflügel aber nicht komplett bis zum unteren Ende vom Kreis bzw. auch nicht bis zum Nasenrücken. Den Nasenrücken verstärken wir erstmal nicht, der wird nachher durch das Schattieren noch besser sichtbar. Die zweite Methode zum Nasezeichnen ist weniger kompliziert und besteht nur aus Kreisen. Das zeige ich euch am Beispiel einer Nase, die sich ein bisschen nach unten wölbt. Hier macht ihr auch zuerst einen Kreis in die Mitte und anschließend 2 etwas kleinere Kreise jeweils an den linken und rechten Rand des ersten Kreises. Wenn wir das für eine sich nicht nach unten wölbende Nase machen würden, würden wir die 2 kleineren Kreise horizontal in der Mitte platzieren. Da wir aber mit der Nase, die sich leicht nach unten wölbt, die Illusion erzeugen wollen, dass wir etwas von oben drauf schauen, müssen wir die beiden kleineren Kreise etwas oberhalb der horizontalen Mitte von unserem ersten Kreis platzieren. Für den Nasenrücken könnt ihr wie vorhin auch 2 Linien nach oben zeichnen. Meine sind hier leider ein bisschen zu gerade geworden. Da wir bei dieser Nase keine Nasenlöcher sehen, zeichnen wir nur eine gebogene Linie an den unteren Rändern der Kreise entlang und können die Kreise mit einem Radiergummi ein bisschen abschwächen. Den Rest, also das richtige Formen der Nase, machen wir wie gesagt gleich beim Schattieren. Für die Nase, die sich etwas nach oben wölbt, die wir also etwas von unten betrachtet sehen, setzen wir die beiden kleineren Kreise für die Nasenflügel etwas unterhalb der horizontalen Mitte des mittleren Kreises an. Also genau das Gegenteil von der Nase eben. Bei dieser Nase sehen wir die Nasenlöcher natürlich am meisten. Dafür könnt ihr eine gebogene Linie entlang der unteren Kante des mittleren Kreises ansetzen, die dann jeweils links und rechts schräg nach unten die beiden kleineren Kreise ungefähr in der Mitte teilt. Die Linie berührt auch hier nicht die äußere Kante der beiden kleineren Kreise, sondern macht vorher eine kleine Kurve, so wie ich das hier auch eingezeichnet habe. Für die Nasenflügel könnt ihr die beiden kleineren Kreise an der Außenseite nachfahren. Für den Nasenrücken könnt ihr auch hier wieder 2 leicht gebogene Linien vom mittleren Kreis aus nach oben hin einzeichnen. Nachdem ihr jetzt in meinem Nasezeichnen-Tutorial für Anfänger gelernt habt, wie ihr einfach das Grundgerüst von 3 verschiedenen Nasen von vorne zeichnen könnt, zeige ich euch jetzt, wie ihr eine Nase so realistisch wie möglich schattieren könnt. Falls ihr noch verschiedene Methoden zum Schattieren lernen wollt, schaut mal bei meinem Video von letzter Woche vorbei. Fürs Schattieren von der Nase fange ich an, die Stellen, die am dunkelsten sein sollten, zuerst mit einer leichten Schraffur zu betonen. Dann benutze ich meinen Papierwischer und verwische die Stellen. Mit dem restlichen Graphit, das in meinem Papierwischer hängen bleibt, gehe ich über die helleren Stellen drüber, denn auch die hellen Stellen sind nicht komplett weiß. Das braucht aber ein bisschen Fingerspitzengefühl, also probiert euch da ruhig aus. Wenn ich schattiere, verstärke ich die dunklen Stellen nach und versuche so die Schatten aufzubauen. Das braucht zwar ein bisschen Geduld, hilft aber auch dabei, ein so realistisch wie mögliches Ergebnis zu bekommen. Weil wenn ihr versucht, direkt von Anfang an die dunklen Stellen so dunkel wie sie sein sollten hinzubekommen, kann euch das schnell euer Bild ruinieren. Also immer schön nach und nach mit dem Bleistift über die dunklen Stellen gehen und anschließend verwischen. Nehmt am besten ein Referenzfoto, um herauszufinden, an welchen Stellen die Schatten und an welchen Stellen die Reflexionen sein sollten. Versucht euch die hellen und dunklen Stellen dabei als Flächen vorzustellen. Das hilft zumindest mir immer. Wenn ihr mit dem Schattieren dann soweit durch seid, könnt ihr mit einem kleinen und sehr spitzen Radiergummi die allerhellsten Stellen nochmal ein bisschen verstärken, indem ihr an den Stellen den Bleistift wegradiert. Das lässt die Zeichnung nochmal extra realistisch aussehen. Dann kommen wir jetzt zu den Nasen von der Seite.
Auch hier fangen wir wieder mit einem Kreis an. Für eine Nase, die sich weder extrem nach oben noch extrem nach unten wölbt, setzt ihr euren zweiten, etwas kleineren Kreis für den Nasenflügel so an, dass die unteren Ränder der beiden Kreise auf einer Linie sind. Die beiden Kreise überlappen auch ein bisschen. Dann zeichnet ihr den Nasenrücken, das Nasenloch und den Ansatz der Lippe ein. Hierfür könnt ihr entweder meine Zeichnung als Referenz nehmen oder ein Referenzfoto. Für eine Nase, die sich ein bisschen nach unten wölbt, setzt ihr den kleineren Kreis für den Nasenflügel auf Höhe der oberen Hälfte vom großen Kreis an. Die obere Kante von dem kleineren Kreis kann hier ruhig ein bisschen über die Höhe von der oberen Kante vom größeren Kreis rausstehen. Wenn ihr die Kreise eingezeichnet habt, könnt ihr auch hier wieder Nasenrücken, Nasenloch und den Ansatz der Lippe mit Hilfe meiner Zeichnung oder einem Referenzfoto einzeichnen. Bei einer Nase, die sich ein bisschen nach oben wölbt bzw. eine Stupsnase, setzt ihr den kleineren Kreis für den Nasenflügel so an, dass die Mitte vom kleineren Kreis ungefähr auf der Höhe von der unteren Kante vom größeren Kreis ist. Dann könnt ihr auch hier wieder Nasenrücken, Nasenloch und den Ansatz der Lippe einzeichnen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich zum Schattieren zuerst eine einfache Schraffur benutzt, um die dunklen Stellen anzudeuten, bevor ich mit meinem Papierwischer drüber gegangen bin. Wenn ihr auch zuerst schraffiert, passt auf, dass ihr nicht zu viel Druck auf euren Bleistift ausübt, weil ihr die Linien sonst nur sehr schwer verwischen könnt. Haltet euren Bleistift dafür am besten so parallel wie möglich zum Papier oder benutzt einen sehr weichen Bleistift. Die Kreise, mit denen ihr vorher eure Nase aufgebaut habt, helfen euch ein bisschen herauszufinden, wo ihr die Schatten ansetzen müsst. Aber auch hier ist es wieder am einfachsten, wenn ihr euch ein Referenzfoto nebendran legt und die Schatten Schritt für Schritt aufbaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier am Ende auch wieder mit einem kleinen spitzen Radiergummi ein paar Reflexionen einbauen. Der Aufbau von Nasen von einer Dreiviertel-Ansicht ist ein bisschen tricky. Aber auch das zeige ich euch jetzt in meinem Nasezeichnen-Tutorial für Anfänger. Wie bei allen anderen Nasen starten wir auch hier mit einem Kreis. Die Position von dem Nasenflügel, den man komplett sieht, also hier in dem Fall dem kleineren Kreis auf der rechten Seite, ist ähnlich wie bei den Nasen, die wir eben von der Seite gezeichnet haben. Also bei der ersten Nase hier habe ich die Mittelpunkte von dem größeren und dem kleineren Kreis komplett mittig zueinander angesetzt. Auch wenn man den hinteren Nasenflügel kaum sieht, finde ich es trotzdem sehr hilfreich, wenn man den Kreis komplett einzeichnet, um die Größe von dem kleinen Teil, den man sieht, realistisch bestimmen zu können. Also der Kreis sollte genau die gleiche Größe haben wie der kleine Kreis auf der rechten Seite, nur dass der Großteil der Fläche innerhalb vom großen Kreis liegt. Entlang der Kante vom großen Kreis und vom kleinen Kreis auf der rechten Seite könnt ihr dann die Nasenspitze, den Nasenrücken, den Nasenflügel und das Nasenloch andeuten. Bei der Nase, die sich etwas nach unten wölbt, ist die Platzierung von den kleinen Kreisen auch wieder ähnlich wie bei der Nase von der Seite. Nämlich zeichnet man hier die kleineren Kreise wieder auf der Höhe der oberen Hälfte vom großen Kreis. Beachtet hierbei, dass das Nasenloch dadurch, dass sich die Nase nach unten wölbt, kaum sichtbar ist. Bei der Nase, die sich nach oben wölbt, liegen die kleinen Kreise natürlich wieder auf der Höhe der unteren Hälfte vom großen Kreis. Dadurch, dass sich die Nase so nach oben wölbt, sieht man das Nasenloch hier besonders und sogar ein kleines bisschen was von dem hinteren Nasenloch. Beim Schattieren gelten auch hier wieder die gleichen Sachen, die ich euch schon vorhin gesagt habe. Wenn ihr euch schon relativ sicher fühlt mit dem Schattieren, spielt da ruhig ein bisschen mit rum. Ich habe ja auch mit Hilfe vom Schattieren die Nase noch ein bisschen mehr geformt und wenn man das übt und bewusst einsetzt, könnt ihr so super schöne und realistische Nasen zeichnen. Bei den ganzen Grundgerüsten für die Nasen, die ich euch in meinem Nasezeichnen-Tutorial für Anfänger gezeigt habe, gibt es übrigens kein richtig und falsch. Jede Nase ist anders und keine Nase ist perfekt. Also macht es auch gar nichts, wenn hier oder da ein kleiner Bogen zu viel oder zu wenig ist. Das macht die Nase einzigartig und somit auch natürlich. Wenn ihr eure Nase so realistisch wie möglich aufbauen wollt, nehmt euch am besten ein Referenzfoto. Das gilt auch für das Schattieren. Ein Referenzfoto als Vorlage macht euch das Leben um einiges einfacher. Wie eure Schattierung aussieht, kommt auch ganz darauf an, welches Papier, welche Bleistifte oder welche Tools zum Verwischen ihr verwendet. Also eure Nasen werden wahrscheinlich nicht exakt so aussehen wie meine. Ich hoffe, mein Nasezeichnen-Tutorial für Anfänger hat euch gefallen und vor allem geholfen. Wenn das so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und Anmerkungen, Wünsche und Kritik könnt ihr mir gerne in den Kommentaren dalassen. Und wenn euch eine Videoserie zum Thema Zeichnen lernen für Anfänger, in der ihr Schritt für Schritt zeichnen lernen werdet, interessiert, abonniert meinen Kanal und ich sehe euch beim nächsten Video.